Willkommen zu einem neuen Video. Ich darf euch zu einer neuen Trekking-Tour begrüßen. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich in den Bergen. Und zwar in Italien, in den Dolomiten. Und habe in den nächsten 6 Tagen vor, den legendären Dolomiten-Höhenweg oder die Alta Via einzulaufen. 120 Kilometer. Der Weg startet hier gerade am Praxer Wildsee. Wir haben Freitagmittag, sind ein bisschen später los als sonst. Und insgesamt möchten wir dann in Belluno ankommen und dabei wirklich über die Dolomiten laufen. Für viele die schönsten Berge der Welt. Normal macht man die Tour so in 8 bis 10 Tagen, läuft dann von Hütte zu Hütte. Ich versuche das Ganze mit Rucksack und Zelt, möchte auch wirklich dort wild zelten und jede Nacht in einem anderen schönen Ort schlafen. Das Ganze mache ich auch nicht alleine, sondern mit Philipp und Sebastian, die ihr beide auch aus den anderen Videos aus dem Podcast kennt. Ja, und wir drei wollen im Prinzip jetzt zusammen loslaufen. Wenn ihr Lust habt, dann begleitet uns auf jeden Fall ein Stück. Ja, auf geht's hier, der erste Anstieg. Wir haben den Prager Wildsee jetzt verlassen und da war natürlich sehr, sehr viel los. Wir haben gerade den 24. August, so die Hauptreisezeit hier in den Dolomiten. Die Hütten haben so bis zum 15. September auf, deswegen freuen wir uns jetzt, hier ein bisschen weniger Menschen auf jeden Fall in den Bergen zu haben. Ja, wir haben relativ spät, haben jetzt auch hier keinen erstmal mehr getroffen und wir haben natürlich verschiedene Hindernisse bei den ganzen Tagen. Einerseits sind es viele Höhenmeter. Wir laufen pro Tag wirklich 1500 bis 2000 Höhenmeter, immer so 20 bis 30 Kilometer. Dann muss man natürlich die Wärme beachten. Einerseits ist es im Tal immer sehr warm, so wie jetzt gerade mit 30 Grad. Oben auf 2000 Meter, wo wir schlafen wollen, kann es dann schon mal bis zum Gefrierpunkt gehen. Und auch im Sommer, und da sind gerade die Dolomiten auch für bekannt, gibt es sehr viele Gewitter. Und da haben wir zum Beispiel heute Glück, aber morgen ab 16 Uhr wird es ein Gewitter geben und da müssen wir natürlich dementsprechend auch gut reagieren. Jetzt geht das erste Mal hier ein bisschen bergab. Die ersten 500 Höhenmeter haben wir geschafft. Das ist natürlich zum Warmlaufen echt extrem schwer und anstrengend. Sind auch 2 Tage mit dem Auto quasi aus Essen und aus München hergefahren. Ja, da muss man erstmal warm werden, jetzt bei der Hitze vor allem. 3:30 haben wir mittlerweile noch über 1000 Höhenmeter, 20 Kilometer insgesamt. Wir kommen an einem kleinen See auf über 2000 Meter raus. Ja, und solche längeren Tagesetappen schafft man natürlich nur, wenn man leichtes und vor allem ultraleichtes Gepäck mit hat. Das ist auch bei uns der Fall. Ich habe hier nur 2,9 Kilo quasi Basisgewicht. Das reicht dann bis -4 Grad. Wir sind also für alles gewappnet. Ansonsten haben wir jetzt für 3 Tage Essen dabei, jeweils so 800 Gramm. Ja, und 2 Kilo Wasser habe ich gerade. Und dann landet man irgendwo bei 6, 7 Kilo, was ist auf jeden Fall deutlich leichter ist als ein klassischer 20 Kilo Rucksack. Und da kommt man auf jeden Fall ordentlich voran. Ja, neben der Alta Via 1 ist auch noch die Alta Via 2 hier beliebt. Aber im Gegensatz zur Alta Via 1, die man eigentlich ohne Klettersteig-Set oder einem Via Ferrata-Kit laufen kann, braucht man das auf der Alta Via 2 auf jeden Fall. Die Alta Via 1 ist auch leicht technisch, wie ihr seht, aber mäßig, also durchaus auch für Einsteiger gedacht und bis jetzt auf jeden Fall eine gute Abwechslung auf normalen Wege und so ein bisschen Geröll. Macht also Spaß soweit.
Viertel vor 5, Zeit für die erste Pause. Wir haben erst 6 Kilometer geschafft, aber dafür schon 1000 Höhenmeter, also 1000 Meter nach oben gelaufen und ist auch nicht mehr weit bis zum Gipfel, sage ich mal. Und dann geht es erstmal lange nach unten. Wir freuen uns jetzt schon alle auf unser erstes Lager wirklich. Haben uns, wie gesagt, einen kleinen See ausgesucht, müssen da natürlich später erstmal eine flache Stelle finden. Ja, und das Wildcamping ist erstmal generell hier verboten, aber das Lagern über die Nacht ist gestattet, wenn man sich an verschiedene Regeln hält. Also man spricht hier eher vom Bivakieren, das heißt, wir haben auch leichte Konstruktionen dabei. Einerseits ein Tarp und ein Tarpzelt, was auch freistehend ist. Dann baut man am besten erst auf, wenn es wirklich schon dämmert, also dunkel ist, und auch sofort ab, wenn es hell wird. Auch ist es gut, über der Baumgrenze zu zelten, außerhalb von Wäldern. Und generell sollte man natürlich keine Spuren hinterlassen und auch außer Sichtweite vom Weg sein. Und dann wird das zum Glück hier toleriert und das wollen wir auch ausnutzen. Benutzen die Hütten eigentlich nur, um Wasser zu holen, vielleicht im Notfall mal Nahrung zu holen, sind aber auch komplett selbst versorgt und dementsprechend flexibel. Und das werden wir heute auch brauchen, denn so wie es aussieht, werden wir erst im Dunkeln ankommen. 9, 10, 11 Uhr, machen uns deswegen aber auch keinen Stress und freuen uns auf jeden Fall später auf die erste ruhige Wildcampingnacht hier in den Bergen. Wunderschöne Aussicht und gleich müssten wir schon das erste Refugio irgendwo sehen. Und das können wir natürlich immer nutzen, um Wasser aufzufüllen. Da unten ist es. Aber da laufen wir jetzt erstmal vorbei. Und wie findest du den Trail bisher? Der Anstieg 900 Meter, Höhenmeter auf 5 Kilometer war knackig. Jetzt geht es ja erstmal ein bisschen bergab. Wir freuen uns auf so ein richtig schönes Tal, wieder ein paar Bäume und dann haben wir noch einen knackigen Anstieg vor uns. Ja. Schaffen wir schon. Wo ist denn Philipp? Da kommt er. Philipp! Hey. Also das ist schon der absolute Hammer hier. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man hier auf so einem Höhenplateau, wir sind hier über 2000 Meter, wirklich noch so viel grüne Hügel ja fast schon findet. Erinnert uns ja gerade sehr stark an Irland auch oder Philipp sagte schon Neuseeland. Also echt wunderschöne Landschaft, man kann sich fast gar nicht mehr wünschen. Und das Wetter passt auch auf jeden Fall. Leicht bewölkt, leichte Brise und auf 2000 Meter ist natürlich auch dementsprechend ein bisschen kühler. Kann gerne so weitergehen. Ja, 7 Uhr mittlerweile und noch 8 Kilometer. Wir haben jetzt fast den tiefsten Punkt erreicht jetzt erstmal und dann geht es nach oben. Ja, wenn ihr unsere Route nachlaufen wollt und vor allem die einzelnen Etappen nachlaufen wollt und auch genau wissen wollt, was wir jetzt für diese Tour speziell mitnehmen, zum Beispiel Gamaschen oder auch einen Wasserfilter, dann könnt ihr das unten in der Beschreibung finden. Da habe ich für jeden einzelnen Tag einmal die Route verlinkt, die wir gelaufen sind. Da seht ihr genau, wie weit, welche Höhenmeter, wo wir ungefähr nach Schlafplätzen geguckt haben und auch die komplette Packliste, die wir verwenden. Ja, wir hoffen jetzt, dass wir auf jeden Fall noch im Hellen zu der Schutzhütte, zum Refugio ankommen. Denn es kann natürlich sein, wenn man sehr spät dort ankommt, nach 10, 11 Uhr, dass man Probleme hätte, Wasser zu bekommen. Darauf sind wir angewiesen, weil dann wollen wir noch ein bisschen höher in die Berge gehen und würden ungern aus diesem stehenden Gewässer am See dort Wasser entnehmen wollen. Deswegen machen wir ein bisschen weniger Pausen, versuchen uns halbwegs zu beeilen. Und morgen wird dann auf jeden Fall ein entspannterer Tag. Da haben wir dann mehr Zeit und laufen schließlich früher als 3 Uhr los.
So, gleich 9 Uhr und jetzt machen wir uns auf die letzten 3 Kilometer. Da oben irgendwie müssen wir jetzt noch einmal hoch, da wird die Hütte sein. Oh, es nimmt kein Ende. Aber total schöne Atmosphäre. Die ersten Sterne kommen jetzt gerade raus, das seht ihr wahrscheinlich nicht. Links irgendwo hört man einen Bachlauf. Und ja, man sieht hinten Philipp und Sebastian mit den Lampen. Okay, wir haben es zur Hütte hier geschafft. Und anscheinend haben uns 2 Leute gerade gesagt, gibt es hier eine Wasserquelle. Und das wäre natürlich am besten. Dann müssen wir hier um 10 Uhr abends nirgendwo mehr anklingeln. Das sieht gut aus. Funktioniert das? Das funktioniert. Das funktioniert. Ist nicht die schnellste, aber passt, oder? Mega gut Boah, ein paar Motten hier. Wir haben den See endlich gefunden, genau 10 Uhr. Und jetzt gehen wir hier von der Alta Via ab und suchen im Prinzip eine gerade Fläche, die ja ein bisschen weg vom Weg auf jeden Fall ist. Morgen werden die Leute aus der Hütte schon schnell und früh losgehen und wir brauchen einfach ein bisschen Ruhe. Ja, um die Dunkelheit müssen wir uns keine Sorgen machen, denn das haben wir schon seit 1-2 Stunden. Und hier ist auf jeden Fall schon mal das Wasser, sieht sehr klar aus. Also hier könnte man zur Not wahrscheinlich auch Wasser filtern. Aber wir konnten jetzt echt 3 Liter voll auffüllen. Und ja, das ist schon sehr beruhigend für die Nacht auf jeden Fall. Also mal gucken. Okay, 200 Meter ab vom Trail, ganz in der Ecke des Sees, eine kleine Nische. Wir sind hier auf 2200 Meter. Und wir haben es endlich geschafft, Jungs. Hier bauen wir jetzt auf. Und ja, ihr könnt eh nichts mehr sehen, deswegen filme ich den Zeltaufbau morgen früh und ich melde mich gleich nochmal aus dem Zelt. Ja, genau 23:25 Uhr. Wir haben es endlich ins Bett geschafft. Gerade noch lecker gegessen, schnell alles aufgebaut. Jetzt nur das Gröbste hier schnell zusammengepackt. Und jetzt liegen wir hier. Ja, der Tag war wunderschön, war aber auch sehr, sehr hart für den ersten Tag. Gerade der allererste Aufstieg in der Sonne war hart und das Ganze lief insgesamt jetzt länger, als wir eigentlich gedacht hatten. Wir haben nämlich einen Bus verpasst. Heute mussten wir eine Stunde warten. Dann standen wir auf der Hinfahrt noch 2 Stunden im Stau. Sind also erst um 3 Uhr effektiv losgelaufen und wollten eigentlich viel früher loslaufen. Aber nichtsdestotrotz war das eine sehr coole Erfahrung, gerade vor allem die letzten 2-3 Stunden in der Dämmerung zu laufen. Es hat mit dem Wasser gut geklappt. Wir haben hier einen super Spot gefunden und man hört hier echt gar nichts. Unglaublicher Sternenhimmel, würde ich euch gern zeigen. Geht aber jetzt leider natürlich bei dem Licht nicht. Ja, wir sind gespannt, wo wir morgen aufwachen. Man sieht natürlich hier nichts im Dunkeln und morgen wird es noch ein bisschen weiter. Also heute waren es dann insgesamt 1850 Meter hoch und so 1500 Meter runter auf 22 Kilometer. Morgen wird es noch ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Und morgen ist der Hauptgegner das Gewitter, was auf jeden Fall angesagt ist. Aber das schauen wir uns morgen auf jeden Fall in Ruhe an und da werden wir schon Mittel und Wege finden, da mit umzugehen. Gut, ich sage gute Nacht, ich bin total fertig. Morgen gucken wir uns den Zeltaufbau noch an und dann geht's weiter. Bis dann. Guten Morgen hier um 8:25 Uhr. Jetzt gerade in diesem Moment laufen wir zum ersten Mal durch die Sonne, können uns also ein bisschen aufwärmen, denn hier auf fast 2400 Meter
ist es auf jeden Fall schon ein bisschen kühler nachts gewesen. Aber ja, kein Problem. Wir konnten im Base Layer schlafen, Kilt als Decke benutzen und haben uns eigentlich auch gut erholt. War so eine ruhige Nacht. Und ja, jetzt freuen wir uns loszulaufen. Müssen gleich irgendwann die Sachen mal trocknen, denn ja, es wird natürlich in den Bergen immer ein bisschen feucht nachts. Und ja, jetzt laufen wir uns warm, haben da schon Kaffee getrunken. Deswegen kann man sich mal in unseren Schlafplatz, der übrigens da drüben jetzt war, nicht beschweren. Ja, und hier ist schon ordentlich was los. Also wir merken langsam, dass viele Wanderer unten von der Hütte losgestartet sind. Und ja, müssen wir mal gucken, wie voll der Trail heute wird. Aber jetzt erstmal warm laufen, auf jeden Fall Meter machen, bevor das Gewitter später losgeht. Ja, perfekter Morgen, da kann man sich echt nicht beschweren. Problem ist so ein bisschen, wir hatten gestern kein Internet halt abends mehr, jetzt auch noch nicht. Und wir brauchen das natürlich zwingend, um zu wissen, wann genau das Gewitter kommt. Die letzte Information ist, dass es irgendwo zwischen 12 und 18 Uhr passieren wird. Und um 18 Uhr auf jeden Fall es sehr viel regnen wird und Gewitter da ist. Und wir haben so 3 große Erhöhungen heute, die so bis 2600 Meter gehen, und da wollen wir natürlich dann nicht sein. Im Optimalfall sind wir dann in einem Tal, versuchen vielleicht auch das Ganze kurz auszusitzen. Wenn es wirklich komplett über einen drüber kommt, dann sollte man sich schon unterhalb der Baumgrenze auf jeden Fall aufhalten. Oder vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, das an so einem Refugio mal auszusitzen. Und das Gute ist, dass es wahrscheinlich heute Nacht nicht gewittern wird. Und da wollen wir heute auf einem ganz besonderen Spot schlafen, denn ja, wenn es das Wetter erlaubt, ist das wirklich wie so eine Art Aussichtsplattform. Quasi eine Felsspitze, auch über 2000 Meter. Und da gibt es so einen flachen Punkt, den ich mir per Google Earth rausgesucht habe. Ob das klappt, wissen wir natürlich auch noch nicht. Aber ja, bis dahin ist noch ein langer Weg. Haben jetzt halt 10 Grad und Wetter passt auf jeden Fall, wie ihr seht. Schatten tut jetzt schon gut, wird ein sehr warmer Tag. Und der erste richtige Anstieg für heute. Da geht es jetzt irgendwo nach oben. Den halben Anstieg haben wir schon mal geschafft, wie ihr seht. Und perfekte Gelegenheit hier am Hang, gerade wenn die Sonne über diesen Hügel rüberkommt, mal alles auszulegen, in Ruhe zu trocknen. Da kommt doch schon einiges an Gewicht zusammen. Ja, wenn das Zelt und vor allem der Kilt so nass wird über die Nacht durch die Kondensation, und vor allem, wenn es heute Abend gewittert, ist das vielleicht die letzte Möglichkeit, das überhaupt zu machen. Ja, ansonsten kochen wir natürlich hier einen Kaffee. Da kann man die erste Pause auch gut nutzen, und dann geht es gleich weiter, die Anhöhe hoch. Und das erste Mal hier auch ein bisschen Geröll, kann man mal ein bisschen klettern. Der Anstieg ist auf jeden Fall heftig, man merkt, die Mittagssonne kommt raus, und ja, von da hinten kam jetzt irgendwo. Und das ist natürlich sehr kräftezehrend, aber da oben scheint jetzt schon der Pass zu sein. Und dann geht es erstmal wieder bergab. Wow. Das ist mein Ausblick.
Wunderschöne Abkühlung da gehabt am See hinter uns. Und wir haben gar nicht realisiert, wie hoch wir eigentlich noch waren. Wir kamen da oben runter zum See und jetzt laufen wir gerade hier hoch und sehen, dass es da noch viel weiter runter geht. Also echt beeindruckend, die Dolomiten mit den ganzen Plateaus hier. Ja, und 2 Erhebungen haben wir heute noch. Und hinter dieser sollte endlich mal wieder eine kleine Wasserquelle kommen. Weil wie ihr gerade an Philipps Flaschen seht, ist unser Wasservorrat schon sehr erschöpft und da müssen wir natürlich immer ein bisschen mit haushalten. Da oben müssen wir zum Glück nicht hoch, da wäre noch ein Refugio. Da wird es vielleicht Wasser geben, aber wir durchlaufen diesen Höhenpass jetzt hier, sind schon auf 2600 Meter. Und dann ja, geht es im Prinzip runter zu einer Kirche, die eingezeichnet ist. Und da hoffen wir, dass wir da jetzt Wasser bekommen. Endlich da runter geschafft, das war echt anstrengend und hier erwartet uns endlich mal eine super sprudelnde Wasserquelle, wie Philipp gerade gesehen hat. Und wie schmeckt's? Herrlich. Sehr gut. Jetzt auffüllen und das muss dann für die Nacht auch wahrscheinlich reichen. 10 Kilometer noch, 15 Uhr. Okay, wir haben den kleinen Ort da jetzt wieder verlassen, noch kurz was zu trinken geholt und was gegessen und jetzt geht's ja, wieder hoch in die Berge hinein. Und in ungefähr 2 Stunden laut der letzten Wetterprognose, hier unten hatten wir zum Glück Internet, müsste das Gewitter dann kommen. Von 17:30 bis 21 Uhr etwa. Wir versuchen jetzt also in den nächsten 2 Stunden noch diese letzte Passage auf 2000 Meter zu überqueren. Dann kommen wir in ein Tal rein und ja, werden dann dort mindestens das Gewitter aussetzen und dann gucken, ob wir noch zu unserem Schlafpunkt weiter wieder hochgehen oder vielleicht da überlagern. Dafür habe ich sie. Sehr technische Passage hier gerade und noch kein Ende in Sicht. Also 2 Tagesetappen pro Tag zu machen, ist wirklich nicht einfach. Das müsst ihr uns hier glauben, vor allem bei der Hitze. Aber es ist nicht mehr weit, wir können es auf jeden Fall schaffen und wir haben auch jetzt lange keine anderen Wanderer mehr auf dem Trail gesehen, weil die meisten natürlich schon ja, in ihren Refugios nach der einen Etappe angekommen sind und da natürlich das Gewitter gut aussetzen können und da auch natürlich was gebucht haben und übernachten werden. Aber für uns ist erstmal noch ein Stück. Okay, streich das, was ich gerade gesagt habe. Denn jetzt kommt noch dieser Part hier, mit dem haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Wir dachten eigentlich, wir müssen hier lang, aber nee. Da geht es jetzt noch mal ziemlich stark nach oben. Wahrscheinlich werden wir auch ein bisschen klettern müssen. Wie sieht's aus? Alles gut? Ich bleib hier. Let's go. Ja, und da kamen wir runter. Also von ganz oben, ganz runter, wieder hoch. Und wenn ihr die Altavia machen wollt, dann müsst ihr euch darauf einstellen. Denn man muss dann teilweise wirklich 2, 3, 4 starke Anstiege pro Tag absolvieren, aber das wird wohl unser letzter hier werden. Okay, höher geht's heute nicht mehr. Und jetzt auch schnell runter, denn da hinten kommt der Regen und damit im Prinzip auch die Gewitterzelle. Und ja, höher gehen wir nicht mehr, 2470 Meter.
Und jetzt geht's runter erstmal ins Tal und da setzen wir auf jeden Fall das Gewitter aus. Ja, vielleicht könnt ihr es ja ein ganz bisschen erkennen, aber ich habe jetzt gerade mal wieder Empfang gehabt, habe nochmal das Wetter gecheckt und ja, es hat sich herausgestellt, dass wir so weit südlich schon sind, dass die Gewitterzellen wohl ein Stück nördlich an uns vorbeiziehen. Und jetzt ist aktuell Stand hier erstmal nichts mehr angesagt, nur ein bisschen Regen. Deswegen können wir wahrscheinlich tatsächlich später auch den geplanten Schlafpunkt auf der Anhöhe nutzen. Sehr gute Nachrichten. Und mal wieder ein schönes Waldstück zur Abwechslung. Passt perfekt zur Abendstimmung. Ja, wie alles heute, technischer als gedacht hier auch dieser Waldabstieg. Und jetzt müssen wir wohl oder übel nochmal eine Pause machen, obwohl wir eigentlich nur noch 3 Kilometer, glaube ich, vom Ziel entfernt sind. Aber die letzten Meter tun hier echt weh. Und wir verlassen jetzt langsam diesen schönen Wald hier wieder, richtig steil. Die letzten Höhenmeter für heute. Wir sind auf jeden Fall schon gut fertig. Freuen uns jetzt, wenn wir endlich über die Bäume kommen und können ab da im Prinzip nach einem Lagerplatz suchen. Und dann reicht es aber. Ich glaube, insgesamt werden es noch 12 Stunden Laufzeit gewesen sein. Mit sehr, sehr viel Höhenmeter. Aber wenigstens war das Wetter besser, als wir dachten. Da oben, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da war unsere Aussichtsplattform. Das sind noch 1,17 Kilometer entfernt. 200 Höhenmeter, aber das hier war die Backup-Hütte, die ich auf der Karte gefunden hatte. Und ja, da ist offiziell auf der Wanderkarte auch ein Lagerfeuer eingezeichnet. Wir gucken jetzt mal, ob man hier schlafen könnte. Wir sind an der Baumgrenze, die endet jetzt wirklich in ein paar hundert Metern. Und der letzte Gewittercheck, also ich sage euch hier die ganze Zeit was anderes, aber für uns sind es auch immer neue Informationen, weil sich das anscheinend hier sehr minütlich ändert. Hier haben wir selber jetzt kein Internet, aber unten im Tal hatte ich das. Und da war dann zwar kein Gewitter heute mehr angesagt, aber um 3 Uhr nachts und 6 Uhr nachts. Und da oben, das wollen wir uns jetzt glaube ich nicht mehr antun, deswegen ja, nutzen wir diese Gelegenheit hier. Und oh mein Gott, wir haben sogar eine Wasserquelle. Ja, also ich denke mal, hier bleiben wir, oder? Perfekt, super gut. Alles klar, dann erstmal aufbauen und bis gleich. Genau 8 Uhr und wir sind so froh, dass wir jetzt hier diesen Tisch haben. Das ist natürlich bei so einer Ultraleicht-Trekking-Tour nicht selbstverständlich. Wir haben uns jetzt hier umgeschaut und ja, auch unter Berücksichtigung des Gewitters haben wir uns dafür entschlossen, direkt die Zelte hier neben die Hütte aufzubauen. Hier wird keiner mehr kommen, wir sind echt ziemlich weit von der nächsten Hütte entfernt. Und ja, hier kommt keiner, deswegen hoffen wir, dass wir niemanden stören, werden natürlich auch alles so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben und machen jetzt hier einen netten, entspannten Abend. Wir kochen gerade
Und morgen geht es dann direkt zum Start eben da oben zu dieser Spitze hoch. Das wird natürlich viel auch zum Warmlaufen, aber morgen haben wir nur 700 Höhenmeter maximal nach oben und 1500 nach unten. Das heißt, Tendenz geht nach unten und wir können dann also noch ein paar Höhenmeter morgen verkraften. Die Tour wird auf jeden Fall einfacher als die Tour heute. War schon sehr, sehr hart. Insgesamt muss man doch sagen, also die ersten beiden Tage zusammen wieder genauso viel Höhenmeter. Ich glaube 1800 haben wir jetzt schon voll gehabt, auch 22 Kilometer. Und morgen ja, ist es noch mit dem Gewitter auf jeden Fall auch ein Thema, denn da neben dem Gewitter, was heute in der Nacht kommt, soll es auch morgen ab 12 Uhr bis 18 Uhr gewittern. Kann sich auch wieder alles ändern, aber wir versuchen morgen früh schon ein paar Kilometer zu machen, müssen dann wahrscheinlich irgendwo Schutz suchen, wahrscheinlich beim Refugio und dann schauen, dass wir vor Einbruch der Dunkelheit irgendwie ankommen. Ja, das war's von mir für heute. Wir essen jetzt, gehen dann schlafen, also bis morgen. Guten Morgen jetzt zur dritten Etappe. Wir haben 8:34 Uhr, sind im Prinzip um 7 Uhr aufgestanden, um 8 Uhr losgelaufen. Und hier befinde ich mich gerade an diesem wunderschönen Punkt, wo wir eigentlich das Zelt aufschlagen wollten. Es hätte vom Platz gepasst für eine Person. Philipp mit seinem Tab hätte wahrscheinlich ein paar Platzprobleme gehabt. Ja, und vor allem gestern das Gewitter kam dann so, wie angekündigt, 21 Uhr bis 23 Uhr, ist aber nördlich vorbeigezogen. Wir haben es trotzdem blitzen sehen und Donnern hören. Aber dann um 4 Uhr morgens ging es dann richtig los. Also da war wirklich ein heftiges Gewitter fast über uns. Und ja, um 4 Uhr wurden wir alle wach. Es hat unglaublich heftig geknallt. Und ja, das schallt natürlich hier auch in den Bergen. Und da bekommt man einfach, egal was man sich einredet, so eine Urangst natürlich als Mensch, wenn man sich hier auf diesen Höhen befindet. Und es einfach so laut plötzlich wird. Und es kann wirklich gut sein, dass der Blitz tatsächlich hier oben eingeschlagen ist, weil das wirklich der höchste Punkt hier erstmal in der näheren Umgebung ist. Deswegen haben wir alles richtig gemacht, sowohl vom Schlafplatz als auch von der Höhe. Unten hatten wir jetzt eine relativ ruhige Nacht. Ja, jetzt aber, ihr habt den Wetterbericht gerade gesehen, den habe ich eingeblendet. Da sieht man, dass es den ganzen Tag eigentlich regnen soll, den ganzen Tag gewittern soll. Wir sind mit blauem Himmel aufgewacht, hatten eigentlich sogar heute Nacht überlegt, ob wir wieder zurückgehen und absteigen. Aber wir versuchen es jetzt und laut Radar soll es jetzt so um 11 Uhr richtig losgehen. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwo Schutz finden. Ja, wir laufen jetzt ungefähr noch 2 Kilometer von hier zu einer Hütte und dann einmal, ich nenne es mal über einen Gipfel, so sieht es nämlich auf der Höhenkarte. Und dann bei 8 Kilometer kommen wir zu einer zweiten Hütte. Und da wäre es super, wenn wir da ankommen, dieses Unwetter aussitzen können. Und den Rest des Tages geht es dann wirklich nur 1600 Höhenmeter langsam nach unten. Und dann schlafen wir endlich heute mal auf einem Campingplatz. Das bietet sich nämlich endlich mal an, ist nur ein kleiner Umweg vom Trail. Und da können wir dann endlich mal duschen, uns richtig ausruhen und vor allem die Vorräte auffüllen. Aber jetzt geht's erstmal los und ja, wir müssen uns beeilen. Bis gleich. Ja, und da ist die erste Hütte von 2, quasi der letzte Stopp, bevor wir jetzt irgendwo nach oben müssen. Bis jetzt immer noch blauer Himmel, aber kann sich natürlich jederzeit immer ändern.
Erster Anstieg geschafft. Jetzt geht's runter. Ja, wir haben es bis zur Baumgrenze fast geschafft und hier diese wunderbare Bank entdeckt. Und hier können wir uns jetzt niederlassen, kurz Frühstück machen. Sind zwar noch 2 Kilometer bis zur Hütte, aber auch wenn uns das Gewitter jetzt hier überraschen sollte, ja, dann können wir noch ein bisschen bergab gehen und sind dann an den Bäumen. Und bis jetzt sieht es auch noch ganz gut aus und ja, 7 Kilometer haben wir schon geschafft, kommen überraschend gut voran und 15 Kilometer noch insgesamt heute. Hier haben wir auf jeden Fall eine super Wasserquelle am Refugio. Ist halt leider nicht kontrolliert, aber das wird auch bei den anderen Berghütten nicht so sein. Und deswegen werden wir gleich noch eine Mira-Pool-Tablette benutzen, um alles mal so ein bisschen noch nachträglich zu reinigen. Wunderschöne Stimmung hier gerade im Wald. So ein schönes Waldstück hat man jetzt schon lange nicht mehr. Man merkt auch, wie es dunkler wird. Also der Himmel ist zugezogen. Wir dachten gerade schon, wir kriegen ein paar Tropfen ab. Aber so weit ist es noch nicht. Aber man hört schon das Donnern auf jeden Fall im Hintergrund. Also ganz besondere Atmosphäre gerade. Wir sind echt für jeden Schritt dankbar, den wir gerade bergab laufen. Da oben laufen sogar noch Leute. Die steigen jetzt aber auch im hohen Tempo ab, wie es aussieht. Jetzt fängt es an zu regnen. Ja, jetzt regnet es endlich mal richtig. Heute Nacht hat es übrigens auch einmal geregnet, aber genau aufgehört, als wir eigentlich aufstehen mussten. Jetzt müssen wir zum ersten Mal unsere Ponchos hier anziehen, haben im Wald noch ein bisschen Schutz, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall nicht die restliche Hälfte des Tages so gehen. 13 Uhr haben wir jetzt erst und ja, ein paar Kilometer haben wir auf jeden Fall noch vor uns, aber so kann es bleiben. Auf jeden Fall soll es nicht schlimmer mit dem Donnern werden. Okay, wir haben erst mal so ein Refugio in Anspruch genommen, haben kurz den letzten Regen, das Gewitter ein bisschen ausgesessen da unten, einen Kaffee getrunken und ja, jetzt müssen wir im Prinzip noch einmal hoch über diesen Kamm und da wollten wir jetzt ungern im Gewitter hin. Und dann verlassen wir zum ersten Mal die Alta Via, gehen quasi unter den Skilift, bergab in ein Dorf rein und da gibt es dann Campingplätze. Wir hoffen, und dafür spricht die Sonne jetzt hier auch gerade, dass wir da noch im Trockenen aufbauen können, bevor dann ja, das nächste Gewitter heute Abend kommt. Das Ziel ist in Sicht.
18 Uhr und wir haben eine wunderbare Abendstimmung. Doch kein Gewitter mehr, das passt auf jeden Fall. Wir haben uns, wie ihr seht, hier schon aufgebaut auf diesem paradiesischen Campingplatz. Und ja, wir freuen uns jetzt mal früher da zu sein, ein bisschen Pause zu haben. Und wir haben jetzt genau die Hälfte, 3 Tagesetappen hinter uns. Deswegen werden wir morgen mal eine Pause machen, ein Zero Day, werden also hier noch bleiben und dann übermorgen erst weiterlaufen. Also die erste Hälfte war schon mal phänomenal, sehr abwechslungsreich. Wir hatten mehr als genug Abenteuer, deswegen vertragen wir auch mal ein bisschen Ruhe. Bis jetzt lief aber alles super. Wir haben keine Blasen an den Füßen, keine Zeckenbisse wie sonst. Und das einzige kleine Problem ist vielleicht noch, dass wir natürlich nur Essen für 3 Tage mit hatten und wir uns wie immer auch so eine Art Care-Package von Troblach, wo wir gestartet sind mit der Post, hier hingeschickt haben. Wir haben aber gerade an der Rezeption gefragt, das Paket ist noch nicht angekommen. Kann sein, dass es erst morgen kommt und ja, wir hoffen natürlich, dass das kommt, denn da sind unsere fertig geplanten und gepackten Rationen für die nächsten 3 Tage. Ja, mal morgen schauen. Wir hoffen, das wird alles gut und ja, ansonsten wird es hier wahrscheinlich irgendwo in den Bergen auch einen Supermarkt geben. Wir entspannen uns jetzt und ich sage schon mal bis morgen, gute Nacht. Ja, kurze Halbzeitmeldung hier vom Zero Day und zwar schon leider unser zweiter Zero Day, denn es ist was Unplanmäßiges passiert. Wie ich im letzten Clip gesagt hatte, wollten wir eigentlich hier unser Versorgungspaket abholen am Zero Day. Das kam aber gestern nicht und deswegen, weil wir einen Tag Puffer auch haben, ist das schon der zweite Zero Day. Wir sitzen quasi an diesem wunderschönen Campingplatz hier fest und warten darauf, dass unser Verpflegungspaket kommt. Ja, wenn es heute nicht mehr kommt, dann müssen wir schauen, dass wir hier aus irgendeinem kleinen Supermarkt in den Bergen was bekommen und dann trotzdem weiterlaufen. Ja, Wetter passt und es gibt auf jeden Fall schlimmere Orte, glaube ich, an denen man sich aufhalten kann. Und ja, erste Hälfte war sehr gut. Wie fandest du das, Sebastian? Ja, richtig spektakulär. Die Etappen sind richtig abwechslungsreich. Also wir haben ja Wälder gehabt, dann richtig Hochgebirge und dann zwischendurch auch, was ich ganz cool fand, so ein bisschen Schotter mit so 1,90 hohen Tannen dazu. Also wirklich abwechslungsreich, auch noch ein See dazwischen. Also von der Natur her tipptopp. Gewitter war noch ein bisschen Thema, oder Philipp? Gewitter war auf jeden Fall ein Thema, war aber im Endeffekt relativ cool. Ich weiß nicht, fand das relativ entspannt dann auch im Zelt beim Gewitter zu schlafen und den einen Tag quasi vom Gewitter so ein bisschen zu flüchten. Das hat so ein bisschen Abenteuerstimmung mit reingebracht. Schauen wir mal, was die nächsten Tage noch kommt. Ich denke mal, wir werden mit dem Wetter ein bisschen mehr Glück haben. Ja, hoffentlich. Also wir hatten auch Glück, weil als wir gestern den einen Tag wirklich in der Unterkunft geschlafen haben, auf der anderen Straßenseite, da hat es nochmal richtig angefangen zu gewittern. Das haben wir gestern aus unserem gemütlichen Zimmer beobachten können. Ja, und jetzt eigentlich kurz nachdem wir jetzt diese Aufnahme machen, werden wir aber prüfen, ob das Paket da ist. Ansonsten in die Stadt fahren und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht, halten euch auf der Laufenden und ansonsten geht es morgen auf die 4. Etappe endlich.
Ja, guten Morgen jetzt zur 4. Etappe. Wir haben jetzt ungefähr 10 Uhr, sind knapp vor einer Stunde losgelaufen. Endlich mal wieder nach 2 Tagen. Die italienische Post hat uns doch im Stich gelassen. Das heißt, wir haben unten quasi umsonst einen Tag verschwendet. Das Paket sollte gestern kommen. Es kam nicht und wahrscheinlich wird es jetzt gerade da unten zugestellt, wo wir losgelaufen sind. Deswegen hatten wir keine andere Wahl, uns im Minimarkt auf dem Campingplatz einzudecken und haben wirklich einen bunten Mix aus irgendwelchen Lebensmitteln, Pasta mit Ketchup, Toast, Chips und ja, wir wollen einfach nur Kalorien haben, um natürlich auch unabhängig von den kommenden Refugios autark zu sein. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dort was zu essen, aber bei unseren geplanten Etappen kann man da nie von ausgehen. Ja, 500 Höhenmeter haben wir jetzt schon geschafft und nach den 2 Tagen Pausen sind die Beine auf jeden Fall deutlich fitter als am Anfang. Deswegen ja, ging das schon mal sehr, sehr gut. Wetter passt auch, kein Regen angesagt. Heute werden wir wieder Wildcamping und das ist die Königsetappe heute. 27 oder 24 Kilometer, 1700 Höhenmeter hoch, genauso viel runter. Und ja, da freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall haben ordentlich Lust, jetzt weiterzumachen. Und deswegen geht es jetzt erstmal weiter höher in die Berge. Wow. Da würde ich jetzt gerne reinspringen. Ganz schön warm, aber auf den Höhen wird zum Glück immer deutlich kühler. Und ich glaube, jetzt müssen wir wieder über 2300 Meter ungefähr sein. Ich glaube, den höchsten Punkt haben wir geschafft. Ja, wir sind drüber für den Tag und wir haben sogar ein bisschen Schnee da oben noch. Oh jo. Wow. 11:30 Uhr und die ersten 8 beschwerlichen Kilometer haben wir schon mal geschafft. Und ja, dieser Hang hier oben gibt uns schön Schatten und das nutzen wir jetzt mal, um die erste Frühstückspause hier zu machen. So langsam kriegt man auf jeden Fall Hunger nach schon 700 Höhenmetern ungefähr. Ja, heute Abend ist unser Schlafplatz original so 500 Meter nach einem Refugio geplant und dort gibt es so einen ähnlichen Hang wie eigentlich hier im Hintergrund. Und ich habe auf der Karte, auf einer topologischen Karte, eine flache Stelle in so einer Lichtung gesehen und die versuchen wir anzupeilen. Aber da wir natürlich jetzt ein bisschen umplanen mussten wegen dem Essen, werden wir an dem Refugio einfach mal nachfragen, ob man ein sogenanntes Bivacco dort machen darf. Und so nennen das die Italiener hier. Und ich habe gelesen im Ultraleichtforum auch, dass das schon einige Leute mal gemacht haben. Und vielleicht gegen eine kleine Gebühr können wir dann direkt dort neben zelten, dort zu Abend essen und auch Wasser holen. Ansonsten machen wir da vielleicht noch eine Pause, warten auf die Dunkelheit und schauen dann mal, ob wir diesen Spot finden, der zumindest auf der Karte sehr, sehr flach aussah. Und das erste Mal tatsächlich verlaufen und das hier auf der härtesten Etappe. Wir müssen gerade Offroad laufen und irgendwie wieder runter. Wir sind also umsonst jetzt hier gerade hochgelaufen. Und das ist natürlich gerade heute echt nicht so schön. Naja. Unfassbar schönes Stückchen Land hier gerade. Links die Felsen, hier dieses Hochplateau, rechts der Wald. Sieht so unberührt und wild einfach aus. Also traumhaft, fast das schönste Stück auf jeden Fall. Nur langsam wird es immer wärmer, weil wir immer tiefer gehen. Und ja, wir sind früh los. Heute ist es jetzt Mittagssonne. Deswegen müssen wir gleich mal wieder eine Schattenpause wahrscheinlich machen. Und langsam brauchen wir auch Wasser. Haben nämlich heute noch gar keine Quelle gefunden.
genau 15 Uhr und die Hitze ist wahrscheinlich auf ihrem Tageshöchstpunkt heute. Wir haben zum Glück da oben gerade noch eine kleine Hütte entdeckt und ja, da gab es zum ersten Mal jetzt keinen öffentlichen Brunnen, wo man einfach dran gehen konnte und deswegen mussten wir da ja jeder 1 Liter Wasser jetzt kaufen. Das heißt, wir sind noch nicht ganz aufgefüllt. Das reicht aber jetzt erstmal für die nächsten Meter. Haben uns sagen lassen, dass hier irgendwo beim Abstieg gleich nochmal eine gefasste Quelle kommen wird. Ja, und in der Ferne sieht man jetzt schon den restlichen Weg des Tages, denn hier geht es eigentlich nicht mehr raus aus diesem Tal und wir vermuten, dass wir wahrscheinlich jetzt über diesen Bergkamm da hoch müssen. Es sieht ziemlich steil aus, 600 Höhenmeter und ja, da sind wir mal gespannt, was uns da oben erwarten wird. Wenigstens gibt es hier einen Wald, oder? Schön Schatten. Das tut gut. Absolut brutal. Es ging jetzt Stunden bergauf. Wir kamen von irgendwo da hinten die ganze Zeit nur technisch, so wie die Stelle. Und wir dachten, wir wären jetzt oben, aber es geht noch höher auf jeden Fall. Ja, wir wollen uns aber trotzdem nicht über die Hitze beschweren, denn es war noch schlimmer, die letzten Tage immer das Gewitter im Nacken zu haben und auch daran zu denken, dass man irgendwo auf dieser Höhe im Gewitter quasi zelten und schlafen muss. Deswegen wollen wir uns nicht beschweren. Wir sind heilfroh, dass wir im Prinzip hier oben schlafen können, ohne Gewitter zu haben. Ja, was ich auch noch nicht erwähnt habe, das Essen, was wir jetzt nicht haben aufgrund des Paketes, ist nur ein Problem. Bei mir zumindest ist da auch sowas wie Brennstoff drin. Das heißt, ich kann ab jetzt gar nicht mehr kochen, muss mir also was bei den anderen leihen. Die haben zum Glück eine größere Gaskartusche bei gehabt. Und ja, auch Dinge wie Sonnencreme, Batterien für meine Mikrofone und die Kamera sind alles da drin. Deswegen muss ich ein bisschen sparsamer insgesamt mit allem haushalten. Aber ja, morgen noch ein voller Tag, dann ein halber Tag und wir hoffen, dass wir jetzt gleich am Refugio irgendwo da oben auch noch ein bisschen Vorräte bekommen können. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter Richtung Abendstimmung, 17 Uhr mittlerweile und ich glaube nur noch 5 Kilometer, aber die werden noch mal schwer, so wie es aussieht. Genau 19 Uhr. Wir haben das Refugio endlich erreicht und ja, wir haben dort gefragt, ob wir da irgendwie auch für eine kleine Gebühr schlafen dürfen. Und die Besitzerin hat gesagt, dass wir hier an dieser Stelle so 200 Meter vom Refugio gerne bivakieren dürfen, auch umsonst. Und wir kriegen für 3 € sogar pro Person gleich eine Dusche, was bei dem Tag, der wirklich höllenhart war und warm vor allem, sehr, sehr gelegen kommt. In einer halben Stunde ist da in der kleinen Stube sogar ein Tisch frei. Das werden wir uns auch mal anschauen. Vielleicht können wir da eine Kleinigkeit essen und ansonsten ja relativ ineffizient hier Nudeln kochen. Und ja, man hat natürlich nur kleine Töpfe bei und dann dauert sowas ein bisschen. Und ja, auch nur 2 Brenner, wie schon gesagt, für 3 Personen. Deswegen ist schon ganz gut, wenn wir da was kriegen. Aber jetzt erstmal aufbauen, denn es fängt gerade leicht an zu regnen. Biker Trash. Ja, schönen guten Abend. Wir haben jetzt ungefähr 9:30
Und wie ihr seht und hört, befinden wir uns gerade in unserem Zelt beim richtig schönen Zeltgespräche-Feeling, denn es regnet leicht. Und ja, nach 24 Kilometern und 1800 Höhenmetern und ungefähr 11 Stunden Laufzeit haben wir es endlich geschafft. Es war heute der härteste Tag. Wir spüren es alle in den Knochen und vor allen Dingen die Hitze hat uns heute sehr zu schaffen gemacht. Wir hatten teilweise eben steile Berghänge, die wir erklommen haben, wo die Sonne gnadenlos gebrannt hat. Aber wir wurden auch belohnt. Wir hatten sehr viele schöne Aussichten, tolle Wege durch Wälder an Gebirgspässen entlang. War ein richtig schöner Tag. Und jetzt am Ende des Tages kamen wir an einem Refugio noch vorbei. Wir wollten eigentlich nur Wasser auffüllen und weitergehen. Dann wurden wir aber noch von einem Gewitter hier überrascht. Also gerade als wir ankamen, hat es richtig angefangen zu regnen, zu donnern. Hier auf ungefähr 1800 Metern Höhe oder 1500 Metern Höhe. Und ja, dann durften wir da noch eben rein, haben lecker Essen bekommen, konnten duschen. Es war richtig herrlich. Und jetzt durften wir hier eben unsere Zelte aufschlagen und sind jetzt hier schön in unseren Kills drinne. Und morgen ja, ist dann der letzte komplette Tag, den wir wandern. 19 Kilometer warten nochmal auf uns. Definitiv ein lachendes und ein weinendes Auge. Und erholen wir uns jetzt heute Abend nochmal schön und freuen uns dann auf die Etappe morgen. Deswegen jetzt gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Ja, guten Morgen jetzt zur 5. Etappe. Wir haben 8:30 gut geschlafen und wie Sebastian schon gestern gesagt hat, es hat die ganze Nacht so leicht geregnet und gewittert. War eigentlich sehr, sehr gemütlich. Ja, heute Morgen konnten wir noch mal zum Refugio hochgehen, einen Kaffee trinken, zumindest 1 Liter Wasser jetzt auffüllen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. 20 Kilometer stehen heute an, 1400 Höhenmeter. So ein bisschen einfacher als gestern, aber auch nicht ja, sehr, sehr einfach. Die 800 Meter, die wir gestern übersprungen haben, zu unserem eigentlich geplanten Wildcamping-Spot, die laufen wir jetzt gerade ab und hoffen, dass wir jetzt dann so in, ich glaube, 2-3 Kilometer kommt noch mal ein Refugio, was auch an der Straße ist, mal vernünftig Wasser auffüllen können und ja, uns dann für die Hitze heute wieder wappnen, denn auch jetzt um 8:30 ist es schon wieder ordentlich warm. Ja, das Wasserproblem ist schon mal gelöst. Starten jetzt auch wirklich mit 3 Litern. Wiegt natürlich eine Menge bei den Anstiegen, aber wir haben gestern gelernt, dass wenn man so lange auf der Sonnenseite eines Berges läuft, man wirklich viel Wasser verbraucht. Aber jetzt sieht es zum Glück erstmal anders aus. Ein sehr schöner, kühler Wald, der auch im Schatten liegt und das kann auf jeden Fall gerne erstmal noch so bleiben. Ja, 3 Stunden sind wir jetzt schon unterwegs und haben schon 9 Kilometer gemacht. Das war ein verdammt schöner Single Trail. Bis jetzt ist es die erste Stelle, wo wir so halbwegs mal die Möglichkeit haben, uns irgendwie auf die Steine zu setzen. Und es war auch bitter nötig, wir haben noch nichts gegessen, heute Morgen nur einen Kaffee getrunken. Und man merkt schon, es ist recht viel los und man merkt auch, dass wir vom Refugio gestartet sind. Denn ja, viele Leute sind deutlich früher als wir gestartet und die überholen wir jetzt nach und nach. Und ja, da der Trail so eng im Prinzip ist, kann es schon mal ein bisschen dauern, bis man da vorbeikommt. Und ja, der Weg heute geht konstant nach oben, statt auf einmal irgendwie sehr, sehr steil. Insgesamt haben wir jetzt zwar noch immer 980 Höhenmeter, aber die verteilen sich erstmal ganz gut. Der tiefste Punkt heute war 1500 Meter und wir gehen bis 2500 Meter noch hoch und dann steil nach unten. Und dann wird im Prinzip das große Finale später noch der große Anstieg.
Die Hälfte der Höhenmeter haben wir schon mal. Wahnsinn. Ja, die ersten Kollateralschäden haben wir auch schon hier bei dem Anstieg bekommen. Das kannst du, glaube ich, abmachen. Ja, hoffentlich kriege ich es noch ab. Ja. Sehr gut. Traction. Ich glaube, die Hälfte haben wir schon. Und jetzt kommt zum Glück Schatten. Aber das war brutal. Wir sind echt hoch schon wieder. Willkommen auf 2400 Meter. Das war der Endboss hier. Philipp ist noch irgendwo da unten. Sebastian war schon als allererster hier wie eine Bergziege hier hochgegangen. Weil sowas muss einfach jeder seinen eigenen Pace machen. Und ja, man muss aufpassen, dass man nicht überhitzt. Hier oben ist es auf jeden Fall viel Wind, auch viel Sonne. Da drüben sehe ich sogar Eis. Und jetzt geht es noch ein paar Meter durch dieses Geröll da durch und dann endlich nur noch bergab. Ich kann es echt kaum erwarten. Unser nächstes Ziel ist schon mal in Sicht da hinten, das Refugio. Insgesamt sind es nur noch 2,6 Kilometer, aber dieser Abstieg hier ist wirklich nervig und zieht sich ewig. Aber da können wir auf jeden Fall Wasser holen, vielleicht noch mal was essen und wir werden dann ja noch ein bisschen aufsteigen wieder und dann unseren finalen Schlafplatz finden. Philipp, wie geht's dir? Ja, gut soweit. Eigentlich geht's mir gar nicht. Ich bin froh, dass wir hier sind. Es war eine sehr harte Etappe. Endlich mal aus der Sonne raus. Ja, wir konnten da oben jetzt endlich mal ganz in Ruhe unsere Pasta kochen. Die 800 Gramm Pasta, die ich jetzt hier bei alle Berge mitgeschleppt habe, ist jetzt komplett vernichtet. Wir haben nur noch ein paar Snacks für heute und morgen, sind aber auch total satt. Ja, und jetzt wollten wir uns eigentlich gerade aufmachen auf die letzten 1400 Meter da oben zu unserem designierten Wildcamping-Spot. Und da ist mir aufgefallen, dass ich eins meiner Puschel hier verloren hatte und musste jetzt echt nochmal hoch zum Refugio. Und nach so einem Tag ist das echt kein Spaß. Aber das Gute ist, wir haben dort die Gastgeberin gefragt, was hier so mit Wildcamping ist. Und genau der Spot, den wir uns schon vorher ausgesucht hatten, anhand von Berichten und Fotos, ist hier wirklich ein bekannter Platz, der auch wohl bei den Leuten hier toleriert ist. Und das sorgt natürlich immer für ein besseres Gefühl. Ja, aber jetzt müssen wir erst noch die letzten Höhenmeter des Tages schaffen und dann freuen wir uns auf den letzten Aufbau, die letzte Nacht bei hoffentlich gut bleibendem Wetter. Und der Platz ist leider belegt. Jetzt müssen wir tatsächlich noch was suchen hier und es fängt auch gerade an zu regnen. Aber es scheint hier mehrere Möglichkeiten zu geben, wir finden schon was. Ja, 20 nach 8. Heute wird es früh dunkel irgendwie gefühlt und da hinten haben wir nochmal einen super Ausblick und wir sehen auch in der Ferne ein Gewitter vorbeiziehen. Das hatten wir unten gerade schon am Refugio gecheckt. Das sollte in 50 Kilometer an uns vorbeiziehen. Sorgt jetzt erstmal nur für einen spannenden Ausblick. Unten zelten andere, hinter uns ist noch eine kleine Schutzhütte, aber wir haben hier so ein kleines Plateau auf dem Hügel gefunden, das passt soweit. Und jetzt freuen wir uns auf die letzte Wildcamping-Übernachtung hier in den schönen Dolomiten, bevor es dann morgen noch 10 Kilometer bergab geht zu einer Bushaltestelle und dann ist unser Trip leider schon vorbei und der stressige Alltag kommt wieder. Deswegen werden wir das hier nochmal genießen
und ich melde mich morgen früh zur letzten kurzen Etappe. Bis dann. Halleluja. Endlich. Yeah. Ja, und schon sind wir wieder zu Hause angekommen. Die letzte Nacht war nochmal richtig entspannt und wie wir schon gedacht haben, ist das Gewitter eigentlich ohne Probleme an uns entspannt vorbeigezogen. Und auch der Morgen, die letzten 10 Kilometer wirklich bergab aus den Bergen heraus, war nochmal sehr entspannt. Man hat richtig gemerkt, dass man langsam tiefer kommt. Laubwälder haben angefangen, war eine richtige Herbststimmung schon. Und wir kamen auch perfekt dann genau an der Straße an, als der Bus kam. Der kommt manchmal nur jede Stunde, fährt einen dann zur nächsten Stadt und von dort mussten wir noch 3-4 Mal umsteigen. Das hat aber wirklich sehr, sehr gut geklappt, weswegen ich dort auch kein Fazit gemacht habe, weil wir die ganze Zeit nur von Bus zu Bus gelaufen sind. Und dann kamen wir in Toblach wieder an, wo wir unser Auto geparkt hatten und sind dann letztendlich nochmal zur Zero-Day-Location gefahren, nach Palla-Favera, haben da endlich unser Proviantpaket abholen können und das wollten wir natürlich einsammeln. Da war eine Menge Warenwert auf jeden Fall drin und da hatten wir für die Heimfahrt dann auch schön Proviant dabei. Ja, die Alta Via war unglaublich schön, unglaublich hart auch. Man sieht die Höhenmeter natürlich auf dem Papier, plant die Etappen dementsprechend, aber wenn man die dann bei der Hitze läuft, ist es immer wieder überraschend, wie anstrengend und technisch das vor allem ist. Trotzdem kann ich die Alta Via auf jeden Fall für alle empfehlen, egal ob Fortgeschrittene oder Einsteiger. Wir haben viele dort getroffen, die hatten teilweise ja, PCT-Erfahrung, aber auch viele, für die war das die erste Tour. Man kann natürlich auch auf die Hütten zurückgreifen oder das so machen, wie wir das geplant haben. Mit den Zeltübernachtungen hat das wunderbar geklappt und im Nachhinein ja, war das auch gar kein Problem, weil viele Hüttenbesitzer uns da einen Tipp sogar gegeben haben oder wir daneben aufbauen konnten. Ja, wir werden in unserem Podcast Zeltgespräche, den ich unten verlinke, noch ausführlich über die Alta Via sprechen, was das davor passiert, danach, über die Planung, ein bisschen was hinter die Kulissen und einfach mal, ja, gemeinsam nochmal in Ruhe darüber sprechen, nachdem so eine Woche vergangen ist. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.